Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdorbit und bei The Thaumaturge. Ja, wir sollen hier ein bisschen überlegen, wie wir aus dem Ding rauskommen. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? And that it might be mine? Fuck off! Geile Antwort. So. Unteroffizier, Wachtmeister. Pardon me, gentlemen. The crowd has received the order. For now, zero response. Give them a moment. To arrest them all, book them, interrogate them. Gospodi will be home in November. Gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno, skron. Dawaj. Nachname erwähnen. Stolz Antwort, sie schafft nicht nur. Polizisten in Kampf erwähnen. Sergeant, I didn't want to do this, but my name is Viktor Schulski. Shulski or Smolski, I don't care. We'll make an example of you for the rest of these bastards. Okay. 41,39. Der 41er hat aber relativ wenig. Dich oder einen Salutor auswählen. Du kannst hier Fähigkeiten an. Stimmt, wir haben jetzt mehrere. Wir können jetzt entweder den nehmen. Oder Fokussierung wird gegen den Feind effektiver sein. Schadensbasierte sind effektiver. So, Untergang. Zieht ihm schon mal direkt die Hälfte ab. Die Nummer ist allerdings, den hier möchte ich zuerst rausnehmen und den kriege ich damit nicht. Es sei denn, ich kriege seinen Fokus runter. Ich brauche noch einen Fokus weg von ihm. Und dann gibt es blutige Buße. Und jetzt voll rein. So, der Alter, 10. Leckt mich doch. Für den brauchen wir nicht mehr viel. Den kriegen wir jetzt mit dem Blitzangriff runter. Und außerdem hätte ich gerne... Ja, wir machen den gespenstischen Rausch, dass wir 5 HP zurückkriegen. So, jetzt holen wir uns den anderen rein. Und was macht der jetzt? Blutige Hochzeit. Steige den Schaden in diese Fähigkeit zu 8. Okay, das heißt, der kriegt erstmal eine blutige Hochzeit und wir gehen mit einer alten Wunde rein. Fokus senken bringt gar nichts, hat viel zu viel davon. Das heißt, wir gehen in den geplanten Angriff. Okay, das hat wehgetan. Untergang.
Feinde können Attribute haben, die sie für deinen Angriff immun machen. Jedes Attribut gehört zu einer bestimmten Dimension. Du kannst sie entkräften. Um das Attribut eines Feindes zu entkräften, greife ihn mit einem Salutor an, der zur selben Dimension gehört wie das Attribut. Wenn du nicht über die nötige Dimensionskraft verfügst, kannst du seinen Feind... Okay. So, sein Attribut ist Widerstand. Angreifen mit Upür, um zu deaktivieren. Das heißt, wir brauchen Upür. Fokus brechen wird halt jetzt richtig blöd. Ich muss erstmal einen gespenstischen Rausch machen. Dann kriegt er alte Wunde. Und jetzt einen schnellen Angriff. Ja, da sind 10 HP. Oha. Und dann würde ich sagen... Ja, Fokus bringt nichts. Wir machen nochmal alte Wunde und jetzt nochmal einen gespenstischen Rausch. Der streicht nochmal ein bisschen auf dem Büchlein rum, das ist schön. Alter. Blitzangriff. Ey, hallo, ich hab doch gewonnen. Naja, gut, dann halt nicht. Verloren Grimoire und Revolver. Schulski. Viktor. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Thank you. What you pissing in the bucket for, asshole? Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that, too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? Setze dich auf eine Bank und warte. Ja, okay. Flugblatt der Revolution. Bank. What are you staring at, Ganef? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. What did they put such a swell in jail for? I showed a couple of Russian soldiers when I think about the petitions. I have moments like that sometimes. And I gave it to some Ruskies in the kisser, too. There's this red-bearded fella sitting there. I glassed him in the face, then kicked him in the bean, and wham! On the floor. And I pinched his billfold, too. Did anybody ask you? Shut your damn trap. Well, are you from somebody? My name's Viktor Schulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a Thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. I'm just here for my father's funeral. I hope you don't miss the funeral toasts. Welcome to Warsaw. Okay, ansonsten können wir, glaube ich, gerade nicht viel tun. Ja, selbst das Spiel sagt, ja, guck mal, Bank ist toll. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it?
I spent a little time on the Rue de la Raquette in Paris. It got demolished 5 years ago. Oui. What about you? You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it. What cause? Let's say I know certain folks who'd find Poles like you useful. Dealers in stolen Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. Fragen, ob sie da I auch don't Zeit want to verbringt. jinx it, but do you spend time there too? If I'm not there, no one will want to talk to you. And don't worry, I don't usually hang out long in places like this. Shulsky! I see you won't be hanging out here long either. Shulsky, this yours? That's right. Then take it and get out of here. Can I ask why the sudden change of plans? Anyone I should thank? If he wants to, he'll tell you himself. Thank you. Wanders Akte, ich glaube, das Mädchen war schon einmal hier. Viktors Akte, ich habe meine eigene Akte. Schön. Ah, ist doch spannend. So, Suchanzeige an alle Polizeichefs Warschaus vor sich vor. Ach du Scheiße. Oborici Nitschik, dem Anführer der Klappmesserbande, welcher kürzlich in der Nähe der Wirtsboba-Straße gesehen wurde. Beschreibung: Haare blond, Augen blau, Gesicht rund, Statur stattlich. Erkennungsmerkmale: Augenringe, die außerordentliche Wut ausdrücken. Er ist ein Dieb und Mörder, der vor allem in Srodmice aktiv ist. Wer die Behörden seinen Aufenthaltsort mitteilt oder zu seiner Festnahme beiträgt, erhält eine Belohnung. Das ist ja schön. Liste der Gesuchten. 1002 Maria Burkowa, 54 Jahre alt, wohnhaft in Warschau, Altprager, beschuldigt der Beihilfe zum Diebstahl und zur niederländischen Pomade, zum Diebstahl von niederländischer Pomade im Wert von 2000 Rubel gesucht. Beschreibung: klein, schwarzes Haar, kleine hellbraune Augen, 3 Narben am rechten Bein, Warschau, 3. August 1905. 1003 Jeffyschuk Mesorysch, Insasse im Gefängnis in der Djelna Straße. Ich floh am 2. August 1905 aus dem Krankenhaus in der Pokorner Straße, wo er behandelt wurde. Beschreibung: hochgewachsen, schlaksig, kleines rundes Gesicht, dunkles Haar, kleine schwarze Augen, kleine flache Nase, 19 Jahre alt. 1004 Neuendorf Isaac, 18 Jahre alt, Sohn von Leibus, ehemals wohnhaft in Minsk, Masochewski in der Lukastraße. Des Geflügeldiebstahls beschuldigt, flüchtet in eine unbestimmte Richtung. Minsk, okay. Stanislaus Nachholhof, Stanislaus Schulzi, geachteter Bürger, Thaumaturge, Philanthrop, Unternehmer, Vater und Ehemann, verstarb plötzlich am 31. August im Alter von 64 Jahren. Ein Gottesdienst zu seiner Beerdigung findet am 7. September um 11 Uhr in der St. Karl Borromäuskirche statt, um dem seine Tochter alle Verwandten, Freunde und Bekannten einlädt. Okay, hier wird wohl nicht mehr viel passieren. Wie sieht's denn hier aus? Achso, die bauen da was. Ich dachte schon, da wäre schon wieder irgendwie alles zerbombt und was weiß ich was. Die Tram nehmen. Wir wollen zum Friedhof. Geh zur Beerdigung deines Vaters auf dem Powatschki-Friedhof. Hier ist im Moment erstmal alles gesperrt. Was hier? Hier kann ich wieder was lesen. Roch Dobrutschki, Herrenschneider, übernimmt alle Arten von Schneidereiaufträgen zu möglichst günstigen Preisen, sorgfältig, geschmackvoll und gewissenhaft vom ersten Schnitt bis zur letzten Nacht. Habe ich eigentlich einen Revolver noch? Den habe ich tatsächlich wieder.
Ach, und wir haben hier übrigens nochmal einen Punkt. So, das auch mal irgendwie nochmal erforscht. Was sagt denn die Karte? Kutsche, Tramhaltestelle verschlossen. Mausoleum der Schulskis. Na dann gehen wir doch mal ins Mausoleum. Der kürzlich verstorbene František Hillmantel ist am 18. August 1905 im Alter von 65 Jahren nach kurzem, aber schmerzhaftem Leiden zum Herrn entschwunden, nachdem er dieses Sterbesakrament empfangen hatte. Die Familie bittet alle Verwandten und Freunde am 25. August um 11 Uhr an der Trauerfeier in der St. Anna-Kirche in Kraftowski teilzunehmen. Anschließend wird der Leichnam in die Familiengruft auf den Powatschki-Friedhof gebracht. Okay, dafür habe ich jetzt einen Punkt bekommen. Das ist spannend. Okay, den hat man schon. Was ist denn da unten? Man kann hier viel lesen, wenn man das möchte. Ruhe in Frieden, Maja Wisnowska, polnische Bühnenkünstlerin, geboren 23. Dezember 1861, verstorben am 1. Juli 1890. Meiner geliebten Tochter, trauernde Mutter. Im Grabmal hier liegt Jan Schmielek, unser lieber Freund. 1891 fand er sein Ende. Was er jetzt ist, liegt tief darin. Was er mal war, dass du dich nicht besinnen. Wer ist das? Mordecai Chayat. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Darüber scherzen, dass sein Vater kein Herz hat. Ich weiß es nicht. I'm curious myself. I haven't had a chance to find out. Yes, I understand. My condolences, once again. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Okay, wer auch immer das ist und was er von uns will. Oder unserem Vater. Wen sehe ich denn da? Komm schon her. I think I ought to arrest you, Thaumaturge. I haven't done anything, officer. What's the problem? I barely recognize you either. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Uncle Voronian? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Go on. We'll talk later. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Gerade nicht. Den einen Punkt lassen wir jetzt erstmal da. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Zugeben, dass du im Gefängnis warst, nicht erwähnt, dass du im Gefängnis warst oder das Thema wechselnde Fragen, ob Mutter über Vorhatters Tod Bescheid weiß. Ich würde sagen, das machen wir. Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Bleiben, um dich von deinem Vater zu verabschieden. Let's get this over with.
So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better. Definitely closer to the truth. Den Traum erwähnen. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Ligia because she wasn't born a boy. Me because I was born a Thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? Mann. Herausfinden, was er will. What do you want? Well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Es geht ihn nichts an. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Ich befürchte, den werden wir Again, kriegen, ob wir wollen oder nicht. My condolences. I didn't catch your name. My name's Kanieczkin. Ivan Kanieczkin. Goodbye. Mhm. Und was will der werte Herr Konetschkin? Ich habe so das Gefühl... Such interesting friends you had. Hallo. I guess I'm more tired than I thought. So, lesen. Grabstein Josephina Schulitz. Okay, geborene Hohenlohe. Great-grandmother Josefina, a Thaumaturge. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. Okay, also kurzum, das ist so ein bisschen Segen, weiß ich jetzt nicht. Frage. Schalten wir den noch frei? Aktion, Reaktion. Ich glaube, das ist vielleicht ganz witzig. Oh, Moment, habe ich das richtig gesehen? Da hinten geht es ja noch ewig weiter. Ach du heilige Scheiße. Und da hinten gibt es sogar nochmal neue. Ich sehe. Und da können wir ganz viele Pokémon machen. Gut, okay, klar. Es ist kein wirkliches Pokémon, schon klar. Aber ja. Ich muss sagen, das Kampfsystem gefällt mir trotzdem ziemlich gut. Ist ein bisschen, ja, interessant gemacht. Hat natürlich klar dieses typische Initiative, Aktionsreihenfolge und so weiter. Kennt man aus vielen Systemen. So, Bergrotblitz. Wir sollen in den südlichen Teil von was auch immer. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn.
The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Arrow's post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? I suggest you leave. Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. You'd permit that to happen, Judge? Maybe I should write about this. And who would let you print it? Someday the press will get the Russian boot off its neck, Judge. I'm afraid none of us will live to see the day, my dear. Come on, children. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Yep. Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt Tolles erben werden. Wahrscheinlich Arbeit, Ärger und Schmerzen. Beeilung, wir werden noch ganz nass. Doch nicht bei dem bisschen Nieselregen, okay? Ich könnte auch mit der Maus laufen, aber irgendwie finde ich es eigentlich ganz cool, dass ich es auch mit WASD machen kann. Mietshaus der Schulzkis. Schulz. Den wollte ich schon die ganze Zeit bringen. Your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Grażyna, dear. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Genau das, was ein Sohn hören möchte. Cocoa, Master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Okay, zum Platz wollen wir, glaube ich, erstmal nicht. Wollen wir in den Garten? Nur die Harten kommen in den Garten? Nö, Spiel sagt, es will gerade keine Gartenarbeit verrichten. Schade eigentlich. So, wir sollen an den ersten Stock. Oder können wir noch mal anders hin? Nein. Da geht's in den Keller. Oh, I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Okay, ich sehe schon, wir müssen dann nochmal unten in den Keller runter. 365 Abendmahlrezept für 5 Slotti. Okay, das weiß nicht, ob wir das jetzt vorlesen müssen. Was ist das für eine wunderschöne Statuette?
Die Büste von Morana. Der ernste Gesichtsausdruck ähnelt dem eines Menschen. Doch der kaltherzige Blick offenbart nicht den Hauch einer Emotion. Die Königin des Winters beobachtet dich, dass es einem kalt den Rücken herunterläuft. Es erinnert mich an einen Satz. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Dafür gibt es schon wieder ein Pünktchen. Wir schauen mal, was hier im Keller abgeht. Los geht's. Porträt von Mutter. Ein Porträt von Mutter aus ihrer Jugend. Sie steht stolz da, trägt ein weißes Kleid und hat einen Seidenschal über die entblößten Schultern geworfen. Ihr langes, dunkles Haar fällt über den Rücken. Sie blickt den Betrachter mit einem durchdringenden Lächeln an. Nackte Haut und eine frivole Frisur, so hätte ich sie nicht in Erinnerung. Nadia als junges, ungezähmtes Mädchen. Das ist kaum zu glauben. Diese aufwühlende Vision des Malers muss in einer früheren Epoche entstanden sein. Einer Zeit, in der die Herzen von heftigen Emotionen ergriffen waren, in der Gedichte zum Klang eines Sturms geschrieben wurden, in der Liebesgeschichten tragisch enden mussten und so weiter und so fort. Vater hat tatsächlich ein solches Gemälde in Auftrag gegeben? Sauvignon de Bordeaux, eine Flasche Weißwein aus Südfrankreich, ein teures Getränk, das unter Aristokraten beliebt ist. Der Wein versprüht Aromen von Pfirsich, Apfel und einer gewissen Zuversicht, dass sich zwischen zwei Personen eine romantische Beziehung anbahnt. Es ist ein Getränk der Oberschicht, ein Geschenk von einer Frau an einen Mann. Unbekannte Spur. Quittenlikör mit Bernstein. Eine kleine Flasche Quittenlikör mit Bernstein, ein Getränk für wahre Kenner. Die Flasche verströmt einen lieblichen Quittengeruch und den süßen Duft aufrichtiger Vorfreude auf eine bevorstehende Zusammenkunft. Dieser Likör bringt Menschen zusammen und mildert mit seiner Süße den bitteren Geschmack des Alltags. Er war Bestandteil eines Rituals, das zwei alte Freunde in vollen Zügen genossen. Und Pinot Noir aus Oregon. Eine Flasche Rotwein aus den Vereinigten Staaten, ein seltener Wein. Die Unfähigkeit, angesichts einer riesigen Überraschung auf die richtigen Worte zu finden, klebt an dieser Flasche. Selbst ein simples Dankeschön für das einzigartige Geschenk gestaltete sich als überaus schwierig. Obwohl das Geschenk überaus begehrenswert war und zu den Lieblingsgetränken des Beschenkten zählte, bleiben die Worte im Halse stecken, denn es war ein unwillkommenes Geschenk. Woronins Flasche. Was im Keller der Schulskis zu finden ist, ist es mehr als wert, getrunken zu werden. Onkel Sascha würde keine einzige der Flaschen verschmähen. Okay, wow. Wir haben jetzt unsere magischen Super-Spezialkräfte benutzt, um Alkohol zu holen. Okay. Kannst du machen. How did it go? Mission accomplished? So, er wollte den Likör haben. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasia's study after every funeral we went to, and raise a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this time, even he has left me. So, to an easy death, as Stasia and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Einen eigenen Toast auf einen leichten Tod anstoßen. I suppose there's no reason to bear grudges or be angry, is there? To Stasia? To an easy death. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasia and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? Ja, nein, wir fragen noch mal nach dem Kollegen. At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, Uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance?
An der Verlesung des Testaments Let's teilnehmen. find out what my father hasn't left me. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter Ligia Shulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near that cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. Bis zum Ende der Zeremonie warten. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Shulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Shulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Spannend. Did father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Okay. Herausfinden, was passiert ist. Nach dem Tod des Vaters fragen nach dem verschwundenen Grimoire. Herausfinden, wo das passiert ist. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Shudmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Sagen, dass selbst er das nicht verdient hat, betont, dass man immer das bekommt, was man verdient. Nein. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Nijitsis, and kicked out his son,
But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Revoluzzer, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Sagen, dass das Gebäude eine gute Spur ist. Nach Ivan Konetschkin fragen ist, glaube ich, noch eine gute Idee. Father evidently knew a certain Ivan Konetschkin. Have you heard anything about him? Konetschkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Chayat. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Dass ich mir die Sachen des Vaters ansehen will. Things at the moment. You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Und dann haben wir das Gebäude. We have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? Sagen, dass du bereits alles weißt, was? Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. I'll see you out. Tja. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Okay, also kurzum, wir haben viel zu untersuchen, viel rauszufinden. Das freut mich auf jeden Fall, aber das werden wir erst beim nächsten Mal machen. Euch wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und bis bald wieder. Tschüss.